Tut mir echt leid, euren magischen Moment zu stören. Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Blog an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Alles okay? Du wirkst abgelenkt. Nee, alles gut. Sorry. Ich war wohl etwas abwesend. Also, können wir wegen des Unfalls nicht mehr tauchen? Ich sag es jetzt noch einmal fürs Protokoll. Ins Flugzeug zu gehen war super gefährlich, offensichtlich, und doppelt so illegal. Okay, jetzt ist es passiert und wir müssen den Rest unseres Lebens lügen. Sonst holt uns Knast. Ich schweige wie ein Kühl. Und? Morgen wieder darunter? Bin dabei. Kannst kaum erwarten, mir die Kiste anzusehen. Hey, hast du den Blog? Sorry, ich war abgelenkt. Na los, holen wir ihn. Hab ihn. Gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Schön langsam. Wir müssen zurück. Genau hier. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Hast recht. Wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht. Sorry. Okay, vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Ah, so habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, habe auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, schon, aber weißt du, keine wie Fliss sie beschrieben hat. Erzähl uns was. Ich weiß nicht, Brad wirkt nicht so angsteinflößend. Wisst ihr? Sei dir da nicht zu sicher. Sie ist schon ziemlich gruselig. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für $1 erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig.
Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen, mit einer Axt. Igitt. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Mann. Und wendet sich dem Schrank zu. Und sagt, er ist da drin. Ah ja, der Ehemann. Und deshalb traue ich der Ehe auch keinen Zentimeter. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Das ist furchtbar. Heyo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Letztens hast du sie besser erzählt, aber guter Versuch. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haia geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Julia, alles okay? Ich glaube schon.
schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten? Großartig. Ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey, Alex, was werden die uns antun? keine Sorge. Wenn sie uns umbringen wollten, hätten sie es schon getan. Ich mache mir nicht nur Sorgen, getötet zu werden. Leute, wir müssen uns losmachen. Sofort. Komm her. Scheiße. Das klappt nicht. Los doch. Niemand weiß, dass ihr hier seid, kleine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Was wollt ihr, Wichser, denn? Stopp! Langsam. Ruhig. Bitte. Hör auf, Mann. Wir beenden das später. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Geh weg! Weg von mir! Julia, sie kommen zurück. Oh Himmel, Conrad. Halt dein, Alex! Aufhören, lass sie los! Ihr Bastarde! Hey! Schwarkopf! Halt die Scheißfresse! Sie werden sie nicht schlagen. Haben Sie Fliss auch nicht. Es scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Ja. Wo ist denn mein Bruder? Also, er versteckt sich. Geht ihm gut. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Verdammter Mist! Hey, hey, bist du okay? Was war los? Alles gut, Sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt, Was? wie viel Geld sie haben. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben.
Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Gehen wir strategisch vor. Wir können sie überraschen, ausschalten. Überraschen wir sie. Nehmen die Knarre. Sie könnten sich wehren, aber wenn wir die Knarre haben, ergeben sie sich. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut. Das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich kletter aus dem Fenster, an der Seite entlang und greife sie an. Wir greifen sie von hinten an. Lass uns nicht hier, okay? Okay, dann los jetzt. 1, 2, 3. Conrad, zur anderen Seite. Greifen wir an. Ja. Du kannst mich mal. Conny, jetzt! Fallen lassen, Alter. Conrad. Ruhig. Fliss. Ich schaff das. Ich regel das. Vorsicht! Mach's nicht schlimmer. Denk nach, was du tust, Bursche. Boot! Geh einfach zum Boot! Das Kind will mich umbringen, Olson. Bring sie nach unten. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Setzt euch. Da drüben. Du. Genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bande de cons! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la ou je te mets mon poing dans la gueule. Olson! Komm her! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei-Gold? Scheiße, du hast es vermasselt. Wir hätten das Boot zurückhaben können. Ja, ich weiß schon. Okay. Jetzt haltet die Fresse! Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Ich sag, wie es ist. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Sie ist der Captain und Sie rühren sie kaum an. Sie hat Ihnen vom Mandschurei-Gold erzählt. Sie hängt da mit drin. Ich kann das jetzt kaum glauben. Ich habe echt alles verloren. Und das kommt dir in den Sinn? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch! Halt die Klappe!
Sitzen bleiben, alle. Du, komm jetzt mit. Hey, lass ihn in Ruhe. Finde raus, wie lange der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Grobes. Dann gibt es Konsequenzen. Verstanden? Duke of Milan erbittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Hey, können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft Sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe? Sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Hey, sei vorsichtig. Okay, ja, einfach weg damit. Hey! Bewegung! Jetzt! Danke, schätze ich. Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Brad ist unter dem Stockbett. Wir können ihn nicht da unten lassen. Er ertrinkt. Wir müssen ihn da rausholen. Ist zu gefährlich. Brad, Kumpel, komm raus. Los! La porte! La porte! Vite! La porte! Junior, retire la tête à l'image. Los!
Nö, echt nicht. Los, beweg dich! Il est énorme, ce navire. Zurück! Cet endroit, c'est un foutu cimetière. Aber rein! Da drüben! Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest. Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben Sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu Ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. The horror anthology is much loved and has an established pedigree across all forms of entertainment. From Twice Told Tales by Nathaniel Hawthorne in 1837 to Clive Barker's Books of Blood in the mid-80s, and with the likes of Blackwood, Poe and Lovecraft in between, short story horror writing has long been a popular format. Largely regarded as the first published horror anthology, Twice Told Tales is a collection of mostly previously published stories from The Token, an annual illustrated gift book published in Boston. The author of Twice Told Tales, Nathaniel Hawthorne, was born on July the 4th, 1804, in Salem, Massachusetts. His great-great-grandfather was John Haythorne, a Puritan, and one of the judges who presided at the Salem witch trials of 1692. In 1842, Edgar Allan Poe reviewed Twice Told Tales for Graham's magazine, concluding that Hawthorne was a man of indisputable genius. By this time, Poe, also from the state of Massachusetts, had already written his own collection of short stories for publication. This collection, titled Tales of the Grotesque and Arabesque, was published in 2 volumes in 1839. The horror anthology had become a recognized format, and after also writing many short stories for newspapers and magazines, Olgen and Blackwood's first publication, The Empty House and Other Ghost Stories, was released in 1906. Blackwood went on to write such classics as The Willows and The Wendigo, which was first published in another anthology, The Lost Valley and Other Stories, in 1910. Fast forward 74 years to 1984 and the first publication of Books of Blood. Each book was a collection of horror stories written by British author Clive Barker, the first of which catapulted Barker to legendary status in horror writing, with Stephen King proclaiming him the future of horror. Several of the stories from Books of Blood have been adapted successfully for film, including Rawhead Rex and The Midnight Meat Train. Barker adapted The Yattering Jack in 1986 for use in George A. Romero's anthology TV series Tales from the Dark Side. I take it you will remain. Short-form storytelling arrived on a new medium in 1938 when the radio show The Mercury Theatre on Air broadcast an adaptation of Dracula.
I have never seen Count Dracula by day. At sunrise, at the first cockcrow, he is gone. The series was the creation of Orson Welles and John Houseman and became most famous for its broadcast of War of the Worlds, which terrified listeners, believing that the alien invasion was a reality. From 1942, the radio drama series Suspense broadcast more than 90 short plays on CBS radio for 20 years, often featuring some of Hollywood's leading stars. Initially, the series seldom used material that would be classified as horror, fantasy, or science fiction, but by the late 50s, this became a regular occurrence, including material such as H.P. Lovecraft's The Dunwich Horror. One episode, The Hitchhiker, broadcast in 1942, featured a performance by Orson Welles and was later adapted for an episode of The Twilight Zone in 1960. 1947 saw the debut of Quiet Please, a radio horror and fantasy series created by Willis Cooper. Cooper had been a writer for Orson Welles' Campbell Playhouse, which had succeeded the Mercury Theatre on air. Which is written and directed by Willis Cooper and features Ernest Chappell. Quiet Please for tonight is called Camera Obscura. The play's scripts often broke the fourth wall by speaking directly to the listener, a technique much adopted in later horror anthologies. In his book, Terror on the Air, Horror Radio in America, Richard J. Hand wrote that Cooper had enjoyed creating roles for the audience, including implicating them in the action of the story itself, indicating a clear desire to create horror as interactive entertainment more than 70 years ago. The show ran for 2 years. Forward 50 more years in radio, and in October 2010, we see the debut of Larry Fessenden and Glenn McQuaid's radio show, Tales from Beyond the Pale. Successful genre filmmakers in their respective rights, the two began producing episodes under Fessenden's studio, Glass Eye Pix, influenced by the works of Boris Karloff, Peter Lorre, and Orson Welles. Fessenden would later partner with the show's sound designer, Graham Resnick, to write the scripts for Supermassive Games' critically acclaimed horror debut, Until Dawn, and for the first game in their Dark Pictures horror anthology, Man of Medan. In film and TV, short-format horror has been successfully represented many times since The Twilight Zone in 1959. Created and presented by Rod Serling, The Twilight Zone ran for 5 seasons on CBS from 1959 to 1964. Each show was a standalone story featuring characters faced by surreal and often disturbing events. Serling's introductions and conclusions to each show summarized the story and provided some justification for the events and, often, the moral of the story. In 2016, Rolling Stone placed The Twilight Zone at number 7 in its list of the greatest shows of all time. The 1972 film Tales from the Crypt is highly regarded by fans of the genre. Starring Peter Cushing and Joan Collins and featuring Ralph Richardson as the Crypt Keeper, it is an anthology film based on stories from EC Comics, and one of several Amicus horror anthologies produced in that decade. And in 1989, HBO launched a horror anthology series under the same name, also based on EC Comics, which ran until July 1996. 1982 saw the release of Creepshow, a dark comic horror anthology film directed by George A. Romero. Influenced by and a homage to the material from the EC and DC comics of the 1950s, its entirely original material was written by Stephen King, and it is a somewhat tongue-in-cheek expression of the horror genre. 25 years on, and in 2007, Trick or Treat presents another set of horror shorts as a dark comedy horror anthology film. And then, in 2012, a very different anthology film with a very different tone, VHS. Created by Brad Miska and Bloody Disgusting, an American horror genre website and film production company, VHS is a much darker horror anthology film.
comprising 6 short horror stories and linked by a found footage theme. 2 of the stories, Second Honeymoon and Tuesday the 17th, were written and directed by Ty West and Glenn McQuaid. Other examples in film and TV that are more than worthy of mention are Roger Corman's 1962 anthology, Tales of Terror, based on 3 Edgar Allan Poe short stories and featuring Peter Lorre, Vincent Price, and Basil Rathbone. The 1963 Italian horror anthology, Black Sabbath, narrated by Boris Karloff. The TV series Night Gallery, a spiritual successor to, or certainly a close relative of, The Twilight Zone, fronted again by Rod Serling and focusing more directly on horror, which ran from 1969 to 1973. Stephen King's Cat's Eye of 1985. John Carpenter's 1993 film Body Bags, featuring the likes of Sam Raimi, Wes Craven and Mark Hamill. And Southbound, a 2016 road trip horror anthology by a number of the collaborators on VHS. From written fiction through radio, cinema and TV and now video games, horror anthology is a format that both creators and horror fans enjoy. And it's a format that has existed for almost 200 years. Long may it continue. Hey. What's up, man? Conrad. Good to finally meet you, Conrad. This is Brad, by the way. My little bro. Hey, man. Want to crack a cold one with me? In The Man of Medan, I play a character named Conrad. And I think initially when we find Conrad, he is a sort of entitled guy, a wealthy American who's on vacation. Where's the old crust bucket skipper anyhow? He's an adventurous guy. He lives off the cuff. He does what he wants. I'd invite you to make yourselves at home, but, And I think that's kind of fun to play as an actor. He has no censor, he's no filter, so whatever circumstance he's put into, you know exactly how Conrad feels. And so it was kind of fun performance to start out being brash, kind of a silly guy, and just jump in and have fun with that. So is everybody on board and ready to go? You're selling, I'm buying. I think Conrad and I have some similarities. I think the sense of humor and the sense of fun are similar between Conrad and I, but I will say that he's a little more aggressive and a little more outlandish than I am. Guys, look, I think we gotta listen to our experienced, beautiful, smart, and beautiful captain here. If she says we should do things Connie, right... please, I didn't bring you on this trip to get laid. Wait, what? I think Conrad's the kind of guy that I would like to be at a party with. You know, I'd like to have a barbecue and drink some beers with him. I don't know that Conrad and I would be best friends. I think we'd butt heads a little bit. Right on, Bradical. I like the cut of your ship. It's jib. Don't ruin it. I think the scenes that I've had the most fun with so far are basically when Conrad is going absolutely crazy. I don't want to give too much away, but there's a scene where these sort of fishermen interact with our divers, with our core crew here, and he's just a bit of an asshole. Hey, we got damage here, you see this? We can take care of this, man. It's not a problem. I mean, what do you think, like $10 cover it? Oh, whoops, my bad. Let's make it 20. Okay. Hold on, I got this. Well, shoot, you think it's more like 30? I can do 30. All right. You drive a hard bargain, but I'm with you. Here, you know what? Let's just throw in the whole pot. That's yours. You go ahead. Let's go. No! He's just got an attitude. He's brash. These people are messing with his group, and he just kind of lets loose and talks trash to them. And as a guy who would never do that in real life, it's a lot of fun to just kind of let Conrad flow, say whatever he wants. You are an idiot. They left, didn't they? That doesn't make you any less of an idiot. You know, the only thing funnier than seeing you try to buy your way out of that situation is watching you put your money to waste. Got a smile out of you. Worth every penny. I got. One of the most interesting and one of the key moments that sticks out for me is Conrad's decision in the first act of the game, either to stay with the group or potentially just take off. The storm's 8 miles away. They came here on a boat. Maybe we can take it. Yeah, it's a speedboat. I can
get out through the window. We gotta break these off first. Too loud. They'll hear it. But we're gonna break them during the thunder. Good call. Don't leave us here, okay? And I think, again, this is what's interesting. Depending on how the player sculpts the story, Conrad can become a coward, essentially, and desert his friends and his family, or become a hero and stay. These fuckers need to pay. So that, to me, is very, very interesting. Two very human choices, and depending on how our player decides to live with these characters, can totally change the outcome of the game. So I think that I enjoy when Conrad makes the heroic choice and gets to stick around. He obviously gets to see more of the adventure, but it's just as possible that he tries to save his own life and takes off. Whew, wow, that was intense. That's one way to put it. You got a better way to put it? All the characters do have very strong personalities and drives. Leave, leave, leave! I think Conrad is the instigator. Good news, bad news. Bad news? I don't see how this could get any worse. I think he is the one that really starts the confrontation with the fishermen. These are kind of... Maybe the fishermen I pissed off earlier. Oh, God damn it, Conrad. Great, just great. And the canoes? So I think in a lot of ways, Conrad is there to stir the pot and create drama. I recognize them. How was that good news? I thought you were going to ask the good news first. You're such an idiot, Jesus. Do I prefer playing the good guy or the bad guy? I think that there's fun in both. To be honest, I don't get to play the bad guy as much as I get to play the good guy, so I think I relish those moments where I get to play the darker side of things. But I think every good hero has that balance, has that dark side. I think a good guy who only is doing good things is kind of boring. You just had to piss them off, didn't you? So I think that there's elements of both sides in both characters. And the best villains are the villains that don't think they're doing anything wrong. Their motivation is not like, oh, I'm a mustache-twirling bad guy. It's like, no, they're doing what's right for them. It just happens to be against what most people think is the right thing to do. If I can't shoot them as payback, at least I could give them a nice jab with a sharp knife. Because I'd had some experience working with motion capture and games before, this experience was much easier for me coming right in. I didn't feel like I was jumping into the deep end. What I really like is that all the actors are constantly there all the time. There's the ability to work off each other without the pressure of specific lighting and marks. There's a freedom to that I really, really enjoy. It's been really good. It's been very kind of a free experience as far as like motion capture performance. You got a funny way of saying, thank you, Conrad. You're a piece of work, Conrad. I'm not all work, I'm a little play, too. #wink.